Lektion 1: Sommeraktivitäten. Hi Anna, es ist so heiß draußen. Ich denke darüber nach, schwimmen zu gehen. Hallo John, das klingt nach einer erfrischenden Idee. Wo möchtest du schwimmen? Ich denke über den Gemeinschaftspool nach. Es ist in der Nähe und normalerweise nicht zu voll. Das ist großartig. Schwimmen ist eine tolle Möglichkeit, sich bei dieser Hitze abzukühlen. Absolut. Außerdem macht es Spaß, am Wasser zu entspannen. Schwimmen Sie gerne? Ja, ich liebe es. Ich finde es sehr belebend. Es ist auch ein gutes Training. Genau. Ich brauche etwas Bewegung, besonders bei diesem Wetter. Haben Sie darüber nachgedacht, jemanden einzuladen, sich Ihnen anzuschließen? Vielleicht lade ich ein paar Freunde ein. In Gesellschaft macht es immer mehr Spaß. Das ist eine tolle Idee. Gruppenschwimmen kann zu einer Mini-Party werden. Ja, ich werde Ihnen eine SMS schreiben, um zu sehen, wer interessiert ist. Lektion 2: Einkaufspläne für Lebensmittel. Guten Morgen, Anna. Ich muss bald einkaufen gehen. Hallo John, klar. Ich muss auch ein paar Dinge besorgen. Was brauchen Sie? Mein Obst- und Gemüsevorrat geht zur Neige und ich möchte mir ein paar Snacks holen. Das hört sich gut an. Frische Produkte sind unerlässlich. Wann möchtest du gehen? Ich dachte darüber nach, später am Nachmittag hinzugehen. Und du? Dann kann ich mich dir anschließen. Es macht mehr Spaß, gemeinsam einzukaufen. Vereinbart. Außerdem können wir uns gegenseitig dabei helfen, die besten Angebote zu finden. Ja, ich liebe es, beim Einkaufen neue Rezepte zu entdecken. Das ist ein toller Ansatz. Haben Sie für die Woche Mahlzeiten im Sinn? Ja, ich habe vor, eine Pfanne zuzubereiten. Es ist schnell und lecker. Das hört sich lecker an. Das könnte ich auch versuchen. Lektion 3: Rechnung verwalten. Hallo Anna, gestern habe ich die Gas- und Wasserrechnungen per Post bekommen. Hallo John, wie viel wird dich das kosten? Die Gasrechnung ist diesen Monat recht hoch. Es scheint, als hätten sich die kälteren Nächte summiert. Ich verstehe. Stromrechnungen können manchmal überraschend sein. Ja, und die Wasserrechnung war zum Glück nicht so schlimm. Das ist eine Erleichterung. Planen Sie, den Verbrauch einzuschränken. Möglicherweise muss ich vorsichtiger sein, insbesondere mit dem Benzin. Das ist eine kluge Idee. Einfache Änderungen können wirklich dazu beitragen, die Kosten zu senken. Genau. Ich werde mich auch mit Tipps zum Energiesparen befassen. Das klingt nach einem soliden Plan. Es ist immer gut zu sparen, wo wir können. Ich stimme zu. Ich werde meine Nutzung in Zukunft genauer im Auge behalten. Lektion 4: Sicherheit beim Alleinreisenden. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, bald alleine zu reisen. Hi John, das klingt aufregend. Aber haben Sie Sicherheitsbedenken berücksichtigt? Ja, Sicherheit ist beim Alleinreisen von entscheidender Bedeutung. Ich möchte meine Umgebung im Auge behalten. Das ist ein kluger Ansatz. Auch die sichere Aufbewahrung Ihrer Sachen ist wichtig. Ich stimme zu. Ich habe vor, einen Geldgürtel zu verwenden und nicht zu viel Bargeld bei mir zu haben.
Tolle Idee. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre Reiseroute mit jemandem zu teilen? Ja, ich denke, das ist eine gute Praxis. Es bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Hilf. Auch die Nutzung seriöser Unterkünfte kann Ihre Sicherheit erhöhen. Ich werde vor der Buchung unbedingt die Bewertungen lesen. Was sollte ich noch beachten? Es ist wichtig, seinen Instinkten zu vertrauen. Wenn sich etwas komisch anfühlt, zögern Sie nicht zu gehen. Das ist sehr wahr. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich neue Orte erkunde. Lektion 5: Religiöse Konflikte. Hallo Anna, hast du etwas über den historischen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken gelesen? Hallo John, ja, es ist ein ziemlich komplexes Thema, besonders in den nördlichen Landkreisen. Rechts. Die Spannung scheint tiefe Wurzeln in der Geschichte und Kultur zu haben. Tatsächlich werden ständig Versuche unternommen, Verständnis und Frieden zu fördern. Für Gemeinschaften ist es von entscheidender Bedeutung, eine gemeinsame Basis zu finden. Wie kann das Ihrer Meinung nach passieren? Bildung spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Toleranz und Dialog. Ich stimme zu. Die Förderung offener Diskussionen kann dazu beitragen, Gräben zu überbrücken. Ja, und auch Initiativen, die die gemeinsame Geschichte feiern, können von Nutzen sein. Absolut. Es geht darum, trotz vergangener Konflikte gemeinsam voranzukommen. Lektion 6: Transportpräferenzen. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, für deinen täglichen Weg zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Hallo John, darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Ich bevorzuge die Direktheit eines Taxis. Das macht Sinn. Taxis können bequemer sein, insbesondere wenn sie es eilig haben. Ja, außerdem finde ich es bequemer als die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wahr. Allerdings können öffentliche Verkehrsmittel günstiger sein. Das ist ein guter Punkt. Auf lange Sicht kann dadurch viel Geld gespart werden. Haben Sie es schon einmal mit Bus oder Bahn probiert? Es könnte Ihre Perspektive ändern. Nicht wirklich, aber ich bin offen für die Idee. Vielleicht probiere ich es nächste Woche mal aus. Das klingt nach einem tollen Plan. Es könnte eine interessante Erfahrung sein. Lektion 7: Irische Einwanderung. Hallo Anna, wussten Sie, dass Hunderttausende Iren im 19. Jahrhundert per Schiff nach Nordamerika fuhren? Hallo John, ja, darüber habe ich gelesen. Es war eine bedeutende Migration aufgrund der großen Hungersnot, oder? Genau. Viele suchten nach besseren Möglichkeiten. Die katholischen Iren zogen es vor, Orte zu besuchen, an denen sie ihren Glauben frei ausüben konnten. Das macht Sinn. Die Suche nach Religionsfreiheit war für viele ein starker Motivator. Definitiv. Städte wie Boston und New York wurden zu wichtigen Zentren für irische Einwanderer. Fest, Sie haben so viel zur Kultur und Wirtschaft dieser Gebiete beigetragen. Ja, ihr Einfluss ist auch heute noch spürbar, insbesondere bei Festen wie dem St. Patrick's Day. Ruf, es ist faszinierend zu sehen, wie Ihr Erbe weiterlebt. Haben Sie jemals irische Kulturstätten besucht? Ich habe. Ich habe das Irish Heritage Center in Boston besucht. Es war eine bereichernde Erfahrung.
Lektion 8: Kunstpräferenzen. Hallo Anna, hast du eine Lieblingsfarbpalette, wenn es um Kunst geht? Hallo John, ich mag sowohl Pastelltöne als auch kräftige Farbtöne. Es hängt wirklich von der Stimmung ab, die ich vermitteln möchte. Das ist interessant. Pastelltöne können eine sanfte, beruhigende Wirkung erzeugen, während kräftige Farben sehr lebendig wirken. Der Haben Sie versucht, beides in Ihrem Kunstwerk zu verwenden? Ich habe. Die Kombination beider kann atemberaubende Kontraste und Tiefe erzeugen. Es wird Es muss spannend sein, mit verschiedenen Kombinationen zu experimentieren. Es ist. Ich liebe es, mit Farben zu spielen, um in meinen Stücken verschiedene Emotionen hervorzurufen. Haben Sie ein Lieblingsmedium zum Arbeiten? Ich mag Acrylfarben wegen ihrer Vielseitigkeit. Sie lassen sich leicht vermischen und trocknen schnell. Das ist großartig. Ich bevorzuge Aquarell wegen seiner Fließfähigkeit und weichen Waschung. Aquarell hat eine wunderschöne Wirkung. Es eignet sich perfekt für die Gestaltung ruhiger Landschaften. Lektion 9: Naturgeräusche. Guten Morgen, Anna. Bist du schon einmal an einem Wasserfall gestanden? Hi John, ja. Sie können das Rauschen eines Wasserfalls hören. Es ist so beruhigend. Ich weiß. Es brüllt vor Leben und das Wasser rast mit solcher Energie herab. Es ist faszinierend anzusehen. Die Art und Weise, wie das Licht vom Wasser reflektiert wird, ist atemberaubend. Absolut. Es schafft eine schöne Atmosphäre, perfekt zum Entspannen. Wandern Sie gerne zu Wasserfällen? Ja, ich liebe es. Die Reise führt sie oft durch atemberaubende Landschaften. Das stimmt. Außerdem trägt das Rauschen des Wassers zum Erlebnis bei. Genau. Es ist eine erfrischende Flucht aus der Hektik des Alltags. Ich stimme zu. Die Natur hat eine solche Möglichkeit, den Geist zu verjüngen. Absolut. Ich denke, wir sollten bald einen Ausflug zu einem Wasserfall planen. Lektion 10: Erdbeeren pflücken. Hi Anna, hast du schon einmal Erdbeeren gepflückt? Hallo John, ja, das habe ich. Es war so eine lustige Erfahrung. Das ist es wirklich. Ich erinnere mich, dass ich erfahren habe, dass Erdbeeren nicht auf Bäumen wachsen. Klar, um Erdbeeren zu pflücken, muss man sich bücken, was eine ziemliche Anstrengung sein kann. Das ist es auf jeden Fall. Aber die Belohnung mit frischen Erdbeeren lohnt sich. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, sein eigenes Obst zu pflücken. Haben Sie jemals etwas mit den Erdbeeren gemacht, die Sie gepflückt haben? Ja, ich habe einen köstlichen Erdbeerkuchen gebacken. Was ist mit dir? Ich habe Erdbeermarmelade gemacht. Es war herrlich, es auf Toast zu verteilen. Das klingt erstaunlich. Frische Marmelade ist so viel besser als im Laden gekaufte. Absolut. Ich denke, wir sollten nächste Saison gemeinsam einen Ausflug zum Erdbeerpflücken planen. Lektion 11: Videospielfähigkeiten. Guten Morgen, Anna. Ist dir aufgefallen, dass Videospiele schnelle Reflexe und eine gute Koordination erfordern? Hallo John, ja, es ist beeindruckend, wie geschickt manche Spieler sein können.
Ich erinnere mich an die Anfangszeit, als Computerspiele noch sehr einfach waren. Absolut. Sie waren viel weniger komplex, aber dennoch unterhaltsam. Heutzutage verfügen Spiele über komplizierte Grafiken und herausfordernde Mechaniken. Was Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Technologie im Gaming entwickelt hat. Spielen Sie Spiele, die schnelle Reflexe erfordern? Bitte. Ich spiele gerne Rhythmusspiele. Sie stellen mein Teaming wirklich auf die Probe. Das hört sich lustig an. Ich mag Aktionsspiele, bei denen die Reaktionszeit entscheidend ist. Das kann heftig sein. Es ist erstaunlich, wie wettbewerbsorientiert Gaming geworden ist. Ja, E-Sport ist mittlerweile ein riesiges Phänomen, das Millionen von Zuschauern anzieht. Lektion 12: Kochen mit Kräutern. Hallo Anna, kochst du gerne mit Kräutern? Hallo John, absolut. Thymian ist einer meiner Favoriten. Thymian eignet sich hervorragend zum Kochen. Es verleiht Gerichten einen wunderbaren Geschmack. Ich stimme zu. Ich verwende Thymian in vielen meiner Rezepte, insbesondere in Eintöpfen. Es ist perfekt, um den Geschmack von Fleisch und Gemüse zu verbessern. Chef, haben Sie spezielle Gerichte, in denen Sie Thymian verwenden? Ich liebe es, es in gebratenem Hähnchen zu verwenden. Es passt so gut zu Knoblauch. Das hört sich köstlich an. Ich füge es oft zu meinen hausgemachten Nudelsuppen hinzu. Was für eine tolle Idee. Frische Kräuter werten jede Mahlzeit geschmacklich auf. Ja, ich genieße es auch, Kräuter in meinem Garten anzubauen. Hast du das versucht? Ich habe. Frisch gepflückter Thymian aus dem Garten ist unschlagbar im Geschmack. Lektion 13: Realistische Emotionen in der Kunst. Guten Morgen, Anna. Ist dir jemals aufgefallen, wie unterschiedliche Kunstwerke unterschiedliche Emotionen hervorrufen? Hi John, absolut. Jedes Stück scheint seine eigene, einzigartige Geschichte zu erzählen. Genau. Einige Stücke sind sehr realistisch, andere eher abstrakt. Ich stimme zu. Die Emotionen, die sie empfinden, können auf unterschiedliche Weise beim Betrachter Anklang finden. Ja, es ist interessant, wie Künstler Gefühle durch Farben und Formen ausdrücken. Definitiv. Die Wahl der Farben kann die Stimmung eines Gemäldes drastisch verändern. Hat sie schon einmal ein bestimmtes Kunstwerk berührt? Ja, ich habe einmal ein Gemälde gesehen, das Trauer so schön einfängt. Es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das klingt kraftvoll. Ich finde, dass Landschaften in mir oft ein Gefühl des Friedens hervorrufen. Landschaften können so beruhigend sein. Sie erinnern uns an die Schönheit der Natur. Wahr. Es ist faszinierend, wie Kunst die Kluft zwischen Emotionen und Erfahrungen überbrücken kann. Lektion 14: Sozialer Wandel und Gewalt. Hallo Anna, was denkst du über die jüngsten gesellschaftlichen Veränderungen um uns herum? Hallo John, ich verstehe die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wandels. Es ist wichtig für den Fortschritt. Ja, aber die Gewalt, die mit einigen Bewegungen einhergeht, ist besorgniserregend. Ich stimme zu. Während Leidenschaft Veränderungen vorantreiben kann, kann Gewalt die Botschaft untergraben. Genau. Friedliche Proteste scheinen eine nachhaltigere Wirkung zu haben. Ja,
Die Geschichte zeigt uns, dass gewaltfreie Bewegungen oft bessere Ergebnisse erzielen. Glauben Sie, dass es wirksame Möglichkeiten gibt, sich für Veränderungen einzusetzen, ohne auf Gewalt zurückzugreifen? So, Bildung und Dialog können wirkungsvolle Instrumente für Veränderungen sein. Ich glaube, dass offene Gespräche das Verständnis fördern und Brücken bauen können. Ja, wenn Menschen einander zuhören, ebnet es den Weg für echte Lösungen. Das ist sehr wahr. Es geht darum, Gemeinsamkeiten für die Zusammenarbeit zu finden. Lektion 15: Währungsentwicklung. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie wir unsere Währung im Laufe der Jahre verändert haben? Hallo John, ja. Als ich jünger war, habe ich mein ganzes Geld gespart. Das ist großartig. Interessanterweise bestanden unsere Dollars früher aus Papier, heute sind viele davon Münzen. Was? Wir nennen unsere Dollars jetzt Münzen, was ganz anders ist als früher. Es ist. Glauben Sie, dass sich die Umstellung auf Münzen darauf ausgewirkt hat, wie wir Geld ausgeben? Vielleicht. Münzen können sich weniger wertvoll anfühlen als Papiergeld, was zu eher gelegentlichen Ausgaben führt. Das ist eine interessante Perspektive. Ich frage mich, wie zukünftige Generationen die Währung sehen werden. Sie können vollständig digitale Währungen verwenden. Es scheint jetzt der Trend zu sein. Wahr. Es ist faszinierend, wie Technologie unsere Finanzsysteme prägt. Ja, und es wirft die Frage auf, was Wert in einer digitalen Welt bedeutet. Absolut. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich dies in den kommenden Jahren entwickelt. Lektion 16: Zentralisierung der Macht. Guten Morgen, Anna. Haben Sie über die Auswirkungen nachgedacht, die sich aus der Forderung ergeben, die Macht in Brüssel zu zentralisieren? Hallo John, ja, es ist ein wichtiges Thema, eine Diskussion über die Europäische Union. Zentralisierung kann die Entscheidungsfindung rationalisieren, sie kann jedoch auch die lokale Autonomie einschränken. Klar, einige Länder ziehen es vor, Entscheidungen von einer ernannten Bürokratie statt von lokalen Regierungen treffen zu lassen. Das stimmt. Es wirft jedoch Fragen zur Rechenschaftspflicht und Vertretung auf. Ja, es besteht ein gutes Gleichgewicht zwischen Effizienz und der Sicherstellung, dass lokale Stimmen gehört werden. Haben Sie Beispiele gesehen, bei denen die Zentralisierung gut funktioniert hat? Ich denke, dass die Verwaltung grenzüberschreitender Themen wie der Umweltpolitik von einer Zentralisierung profitieren kann. Ich stimme zu. Aber wie sieht es mit kulturellen Unterschieden aus? Kann ein zentraler Ansatz ihnen gerecht werden? Das ist eine Herausforderung. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass unterschiedliche Kulturen in Entscheidungsprozessen respektiert werden. Absolut. Für die Harmonie ist es wichtig, einen Kompromiss zu finden, der für alle Parteien funktioniert. Lektion 17: Währungspräferenzen. Hallo Anna, ich habe über unsere Zahlungsmethoden nachgedacht. Wie stehen Sie zu Banküberweisungen? Hallo John, Banküberweisungen funktionieren bei uns auch gut. Sie sind sicher und effizient. Ich stimme zu. Haben Sie bei Überweisungen Präferenzen bezüglich der Währung? Normalerweise bevorzuge ich die Verwendung von Euro. Es vereinfacht Transaktionen innerhalb Europas. Das macht Sinn. Für internationale Transaktionen verwende ich oft Dollar, da diese weithin akzeptiert werden.
Ja, Dollars sind recht praktisch, insbesondere für Online-Einkäufe bei amerikanischen Einzelhändlern. Haben Sie jemals Probleme mit Währungsumrechnungskursen? Weil es ist wichtig, die Preise zu überprüfen, bevor Sie eine Transaktion durchführen. Absolut. Hohe Umrechnungsgebühren können sich schnell summieren. Deshalb suche ich immer nach den besten verfügbaren Optionen, bevor ich fortfahre. Cleverer Ansatz. Es geht darum, den Wert unserer Finanzgeschäfte zu maximieren. Lektion 18. Historischer Kontext erwachsener Männer. Guten Morgen, Anna. Sind Sie auf den historischen Kontext erwachsener Männer in den Vereinigten Staaten und Großbritannien gestoßen? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie sich die gesellschaftlichen Rollen in diesen Ländern entwickelten. Rechts. Früher hatten die meisten erwachsenen Männer bestimmte Erwartungen an Beruf und Familie. Ja, sie wurden oft als Hauptverdiener angesehen, was ihre Identität prägte. Das stimmt. Die industrielle Revolution hat diese Rollen erheblich beeinflusst, finden Sie nicht? Hilf. Dadurch wurden viele Männer von der landwirtschaftlichen Arbeit in Fabrikberufe verlagert, was die Familiendynamik veränderte. Haben Sie gelesen, welchen Einfluss diese Veränderungen auf die Geschlechterrollen in der Gesellschaft hatten? Ja, die Forderung nach Frauenrechten gewann an Dynamik, als sich die Rollen der Männer in der Arbeitswelt zu verändern begannen. Es ist interessant zu sehen, wie Geschichte mit gesellschaftlichem Wandel verknüpft ist. Ja, das Verständnis dieses Kontexts hilft uns, die Fortschritte zu würdigen, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben. Definitiv. Auf dem Weg in die Zukunft ist es wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen. Lektion 19. Outdoor-Spaß im Winter. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie viele lustige Outdoor-Aktivitäten Kinder im Schnee genießen? Hallo John, absolut. Es ist eine magische Zeit für Kinder. Sie können zum Beispiel einen Schneemann bauen, indem Sie große Schneebälle zusammenrollen. Ja, und sie schmücken ihre Schneemänner oft mit Mützen, Schals und sogar Karotten als Naseln. Genau, auch Schneeballschlachten sind eine beliebte Aktivität. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Verle Kinder lieben die Spannung, herumzulaufen und Schneebälle zu werfen. Haben Sie schon einmal eine Schneefestung gebaut? Ja, es macht so viel Spaß, bei Schneeballschlachten einen gemütlichen Rückzugsort zu schaffen. Das ist es wirklich. Und auch die Abfahrt mit dem Schlitten sorgt für einen Adrenalinkick. Ja, Rodeln ist aufregend. Das Lachen und die Freude sind bei diesen Winteraktivitäten ansteckend. Ich denke, der Winter ist eine wunderbare Jahreszeit, um bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 20. Musikinstrumente. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals über die verschiedenen Arten von Musikinstrumenten nachgedacht? Hallo John, ja, es gibt so viele faszinierende Instrumente da draußen. Manche Instrumente, wie Trompeten und Flöten, sind alles Instrumente, in die man hineinbläst. Ja, jedes Instrument erzeugt je nach Spielweise einzigartige Klänge. Und dann gibt es noch Schlaginstrumente, etwa Trommeln, auf die man mit einem Stock schlägt. Ja, Trommeln kann unglaublich rhythmisch und anregend sein.
Haben Sie einen Lieblingsinstrumententyp? Ich habe das Klavier schon immer geliebt. Es ist so vielseitig und ausdrucksstark. Klaviere sind wunderbar. Ich genieße den satten Klang von Streichinstrumenten wie Violinen. Streichinstrumente haben eine schöne Resonanz. Es ist erstaunlich, wie Musik Menschen verbinden kann. Absolut. Musik ist eine universelle Sprache, die vielen Freude bereitet. Lektion 21. Thanksgiving-Reflexionen. Hallo Anna, der heutige Tag fühlt sich bedeutsam an, da wir unsere Mischung aus Thanksgiving-Kummer und Sehnsüchten mitbringen. Hallo John, ja, es ist eine Zeit zum Nachdenken und zur Dankbarkeit. Wir denken oft an die Segnungen, die wir haben, selbst inmitten von Herausforderungen. Ja, es ist wichtig, sowohl unsere Kämpfe als auch unsere Erfolge anzuerkennen. Welche Wünsche hegen Sie für eine bessere Ordnung dieser Welt? Ich hoffe auf mehr Mitgefühl und Verständnis unter den Menschen, insbesondere in schwierigen Zeiten. Das ist ein schöner Wunsch. Ich wünsche mir eine stärkere Zusammenarbeit bei der Lösung globaler Probleme. Ja, die Zusammenarbeit kann zu sinnvollen Veränderungen und Fortschritten führen. Es ist wichtig, auch in unseren Gemeinden Hoffnung zu fördern. Ruf. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft für alle schaffen. Gemeinsam können wir Schritt für Schritt etwas bewirken. Lektion 22. Zahlungsverlängerungen. Hallo Anna, ich schlage vor, die Zahlungsfristen um weitere 14 Tage zu verlängern. Hallo John, das klingt vernünftig. Was hat Sie dazu bewogen, diese Erweiterung vorzuschlagen? Ich glaube, dass es jedem etwas mehr Luft zum Atmen geben wird, insbesondere in Stoßzeiten. Ruf. Viele Menschen schätzen etwas mehr Zeit für die Verwaltung ihrer Finanzen. Genau, es kann Stress reduzieren und die Gesamtproduktivität verbessern. Haben Sie darüber nachgedacht, wie sich dies auf unseren Cashflow auswirken könnte? Ja, das habe ich. Auch wenn dadurch einige Geldeingänge verzögert werden können, kann es zu besseren langfristigen Beziehungen führen. Das ist ein berechtigter Punkt. Starke Beziehungen können kurzfristige finanzielle Bedenken oft überwiegen. Ich denke, eine offene Kommunikation über die Verlängerung wird jedem helfen, die Gründe dafür zu verstehen. Definitiv. Transparenz ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Vertrauens innerhalb des Teams. Ich werde eine Nachricht verfassen, um alle zu informieren und ihr Feedback zu diesem Vorschlag einzuholen. Lektion 23. Universitäten in Quebec. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals die Concordia University und die McGill University verglichen? Hallo John, ja. Beide verfügen über ausgezeichnete Programme, gehen jedoch auf unterschiedliche Bedürfnisse der Schüler ein. Genau. Concordia legt einen starken Fokus auf praktische Ausbildung, während McGill für seine Forschung bekannt ist. Ich stimme zu. Studierende entscheiden sich oft aufgrund ihrer Berufswünsche und Lernpräferenzen. Haben Sie schon von der University of Sherbrooke gehört? Da es genießt einen hervorragenden Ruf, insbesondere in den Gesundheitswissenschaften und im Ingenieurwesen. Das ist richtig. Ich finde die Bishopes University auch wegen ihrer engen Gemeinschaft attraktiv. Ruf.
Kleinere Universitäten können engere Beziehungen zwischen Studierenden und Lehrkräften fördern. Es ist interessant, wie jede Universität einzigartige Erfahrungen bietet, obwohl sie in derselben Provinz liegt. Ja, die Studierenden können eine Umgebung wählen, die ihren persönlichen und akademischen Zielen entspricht. Ich halte es für wichtig, dass Studierende ihre Optionen prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Lektion 24: Unterkunftspräferenzen. Hallo Anna, was die Unterkunft angeht, hast du irgendwelche Vorlieben? Hallo John, ich bevorzuge einen Ort in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel und lokaler Annehmlichkeiten. Das ist eine kluge Wahl. Die Nähe zu allem kann Zeit sparen und das Leben einfacher machen. Ja, ich schätze es auch, wenn ich in der Nähe etwas Grün zum Entspannen habe. Die Natur kann so erfrischend sein. Ich denke, es wäre toll, in einem Viertel mit Parks zu wohnen. Ja, Parks bieten einen perfekten Rückzugsort von Trubel des Stadtlebens. Wie sieht es mit der Größe der Unterkunft aus? Haben Sie irgendwelche Gedanken dazu? Ich bevorzuge einen gemütlichen Raum, der nicht zu voll ist, so fühlt es sich einladender an. Ich stimme zu. Ein gut organisierter Raum kann die Produktivität und den Komfort steigern. Und mit einigen persönlichen Details wie Z. B der Dekoration fühlt sich ein Ort wirklich wie zu Hause an. Absolut. Personalisierung verleiht jedem Wohnraum Wärme und Charakter. Lektion 25: Entspannungstechniken. Guten Morgen, Anna. Hast du spezielle Dehnübungen, die du zur Entspannung empfehlen würdest? Hallo John, ja. Sanfte Dehnübungen können helfen, Verspannungen zu lösen. Welche Strecke machst du am liebsten? Ich liebe die Katzenkuhstrecke. Es ist großartig für die Wirbelsäule. Das klingt entspannend. Wie macht man das? Sie beginnen auf allen Vieren, beugen ihren Rücken nach oben und dann nach unten. Das muss ich mal ausprobieren. Gibt es noch weitere Tipps zur Entspannung? Auch tiefe Atemübungen sind wunderbar. Sie beruhigen den Geist. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie sich die Atmung auf das Stressniveau auswirken kann. Lektion 26: Schuhauswahl. Hallo Anna, ich suche unterstützende Schuhe zum Laufen. Hallo John, auf jeden Fall. Sie wollen solche, die Ihren Füßen nicht schaden. Genau. Welche Marken empfehlen Sie? Ich habe Gutes über Asics und New Balance gehört. Ich werde sie mir ansehen. Komfort ist für mich der Schlüssel. Tja, um die richtige Passform zu finden, ist es wichtig, sie anzuprobieren. Toller Rat. Ich werde vor dem Kauf unbedingt darin herumlaufen. Das ist klug. Es geht darum, die perfekte Balance der Unterstützung zu finden. Ich freue mich über Ihre Hilfe bei der Auswahl des richtigen Schuhwerks.